Sie hören eine Kostprobe des Sales Up Call, dem Weckruf für Ihren Vertrieb. Herzlich willkommen zu einem neuen Sales Up Call, diesmal mit dem Thema Führung mit Anstand. Und hier bei mir in der Aufnahme ist Dr. Frank Hagenow. Frank, wir kennen uns ganz gut aus der GSA. Wir sind beide CSPs, Certified Speaking Professionals. Das ist eine Auszeichnung, die kriegt man nur von einer amerikanischen Rednerorganisation, die älteste. Und die verleiht das aber nur unter sehr besonderen, schwierigen Auflagen. Man muss dann Kundenmeinungen einschicken und die fragen dann auch die Kunden, ob es wirklich stimmt und so. Also das ist wirklich eine echte Auszeichnung, die kann man nicht kaufen, die kann man sich nur verdienen, sozusagen. Du bist Buchautor. Ich finde es super toll, dass dein Buch Führen ohne Psychotricks auch auf Englisch erschienen ist, dann als Leadership Without Mind Games. Ich schätze dich sehr, du bist ein lieber Kollege und du lebst in Venedig und das werden wir gleich nochmal besprechen. Herzlich willkommen hier in der Aufnahme Dr. Frank Hagenow. Ja, herzlichen Dank für die Einladung, lieber Stefan. Freue mich hier zu sein. Ich sehe jetzt gerade, während wir diese Aufzeichnung machen, deinen Hintergrund und das ist ein wundervolles Bild in Venedig. Man könnte meinen, du stehst auf einer Gondel und schaukelst im Kanal. Zumindest insofern bist du schon mal richtig international. Du lebst nämlich in Venedig seit 2 Jahren und das ist sicherlich auch eine spannende Zeit gewesen jetzt während der Pandemie. Bin gespannt, was du uns gleich dazu erzählen wirst. Aber vielleicht zunächst nochmal, was bedeutet denn für dich Führung mit Anstand? Ja, das ist eine Kernfrage, mit der ich oft konfrontiert bin. Und Führen mit Anstand heißt für mich im Wesentlichen in der praktischen Umsetzung zu schauen, wie gelingt es mir auch die Beziehungsebene zwischen mir und meinen Mitarbeitern, zwischen mir und meinen Kunden, zwischen mir und meinen Kollegen im Blick zu behalten und auf langfristige Sicht zu schauen, dass ich so führe, dass Menschen gerne mit mir zusammenarbeiten, dass ich mit meinem Unternehmen eine gewisse Sogwirkung erzeuge und sich Menschen einfach wohl und gut aufgehoben fühlen bei mir. Mhm. Anständig könnte man ja im Sinne von beachtlich oder viel oder groß sehen, aber man könnte es ja auch mit so einer moralischen, ethischen Brille sehen und sagen, benimmst dich anständig im Sinne von, man muss sich nicht dafür schämen. Es ist ja manchmal so, dass Führungskräfte dann Dinge tun sollen oder müssen, die sie vielleicht in einem persönlichen Umfeld nicht unbedingt machen würden. Also wo sie sich vielleicht doch ein bisschen dafür schämen. So nach dem Motto, ja, von oben buckeln und unten treten. Das ist jetzt vielleicht einem Unternehmer eher fremd, aber wie kann man denn sich wehren gegen unmoralische, unethische Führungsaufgaben, die vielleicht in so einem Konzern oder in einer größeren Organisation ja dann auch mal so daherkommen können? Ja, das ist natürlich total schwierig, weil ich ja oftmals in so einem inneren Konflikt bin, auch als Führungskraft. Da geht es oftmals darum, Ziele zu erreichen und manchmal sind es auch wirklich nur kurzfristige Ziele. Da geht es dann nicht darum, wo sind wir in 10 oder 20 Jahren, sondern wie kriege ich den nächsten Jahresabschluss so hin, dass ich meine Beförderung oder meine Prämie bekomme oder dass unser Unternehmen noch überlebt. Und da geht es dann oftmals darum, dass der Zweck auch die Mittel heiligt und es gar nicht so eine große Rolle spielt, wie man da hinkommt. Hauptsache, man erreicht das Ziel. Das bleibt aber oftmals im persönlichen Bereich einfach bleiben Menschen da auf der Strecke. Und wenn du dir anguckst, was in Unternehmen oftmals passiert, also hohe Fluktuation derer, die dort unzufrieden sind, die sind oftmals unzufrieden mit einer speziellen Führungskraft, weil sie sich von dort aus zu wenig gewertschätzt, zu wenig gefördert, zu wenig anständig behandelt fühlen. Und dann gehen die oftmals weg, gehen zum Wettbewerber, nehmen ihr ganzes Wissen mit, was sie in dem einen Unternehmen dann erworben haben. Und das Unternehmen braucht in der Regel ein halbes bis 1,5 Jahresgehälter, um Ersatz zu finden, um die
die Stelle neu zu besetzen. Das andere Problem ist aber, dass die etwas weniger qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die vielleicht auch innerlich schon gekündigt haben, die bleiben oftmals in den Unternehmen und machen dort eher so Dienst nach Vorschrift, weil sie glauben, dass sie woanders sowieso nicht mehr einen Blumentopf gewinnen können. Und insofern hat man dort als Führungskraft eben immer mit diesem inneren Konflikt zu kämpfen. Wenn Ihnen das gefallen hat, können Sie die komplette Ausgabe herunterladen unter www.salesupcall.de.